Sie werden nicht glauben, was die gefährlichsten Fahrer tun, um der Polizei zu entkommen. Sie werden es gleich sehen. Vergessen Sie nicht, sich anzumelden. Take a left in the project. Das Ereignis in Arkansas glich einer Szene aus einem Actionfilm. Trooper Wright bemerkte ein Fahrzeug, das mit ausgeschalteten Scheinwerfern fuhr und wollte es anhalten. Der Fahrer fuhr jedoch an einer Tankstelle vorbei, drehte dort um und beschleunigte plötzlich, um zu fliehen. D23, 4 City, 1024. D23. All that would be at BP on Ingram Extended with Adam John Young, 29 Robert, AJY, 29R. 10-4, 818. 37. Yeah, direct D23. Von diesem Moment an begann eine minutenlange Verfolgungsjagd voller TVI-Manöver, Beschleunigungen, plötzlicher Wendemanöver und äußerst gefährlicher Momente. Was glauben Sie, wie das Ganze ausgeht? Wird es ihm gelingen, rückwärts zu fahren und zu entkommen, wie Sie im Intro gesehen haben? We're continuing. We're Ingram southbound. Ingram southbound. With the shooting. Frankly, it's going to be in pursuit at Ingram, southbound. Took a left right in the project. It's going to take a left in the project. Während der Verfolgungsjagd versuchte der Fahrer mit Geschwindigkeiten von über 70 Meilen pro Stunde ununterbrochen zu fliehen. Wright gelang es mehrmals, das Fahrzeug mit erfolgreichen TVI-Manövern ins Schleudern zu bringen. Aber der Verdächtige schaltete in den Rückwärtsgang, ließ seine Reifen durchdrehen und versuchte, unter dichter Rauchentwicklung zu entkommen. Diese Szenen, in denen das Fahrzeug fast in Flammen aufging, dauerten genau 40 Sekunden. Schließlich gelang es dem Fahrzeug, sich zu befreien, erneut zu beschleunigen und wieder auf den Ingram Boulevard zu fahren. Heading back to Ingram. Heading back to Ingram, 820. 819 West Memphis. They're back on Ingram. Let's do, I believe, around Goodwin and Ingram. He's TBI. I don't have a pursuit. He's got to a gunpoint. We're trying to get to it. Northbound on Ingram. We're out on Ingram. Northbound on Ingram, 820. Turn back to you. To try to go across. 821. To your right. 823, turn to the right. Der Verdächtige missachtete wiederholt Stoppschilder und stellte damit eine große Gefahr für den Verkehr dar. Wright versuchte erneut eine TVI-Manöver. Das Fahrzeug schleuderte, doch diesmal versuchte es, sich in einem Wohnkomplex zu verstecken. Hier stoppte Wright die Flucht, indem er das Fahrzeug teilweise einklemmen konnte. Der Fahrer gab jedoch immer noch nicht auf und versuchte, sich mit Vorwärts- und Rückwärtsmanövern zu befreien. Back to Ingram, 821. They're still in pursuit, headed back towards Ingram. We're over here in these apartments now. At the apartments now. Show me your hand! Hey! Stop! 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 Schließlich gelang es dem Polizisten, das flüchtende Fahrzeug mit einer Mauer einzuklemmen. Wright benutzte einen Glasbrecher, um in das Fahrzeug einzudringen, aber das Gerät ging kaputt. In diesem Moment traf die Polizei von West Memphis am Tatort ein. Gemeinsam mussten sie die Scheiben einschlagen, um den Fahrer aus dem Fahrzeug zu befreien. Zu diesem Zeitpunkt gab der Verdächtige leicht nach, hob die Hände, weigerte sich aber weiterhin auszusteigen. Die Polizisten öffneten die Tür einen Spalt breit, zogen den Fahrer heraus, drückten ihn zu Boden und legten ihm Handschellen an. Stop! Drop!
driving! Put it in park! Die Identität des Festgenommenen wurde als Jimmy Lee Kegler Jr. festgestellt. Obwohl das Fahrzeug mit einer Alkoholwegfahrsperre ausgestattet war, stellte sich heraus, dass das Gerät nicht funktionierte. Keglers Augen waren blutunterlaufen, sein Atem roch nach Alkohol und die am Tatort eintreffenden Sanitäter machten die gleiche Beobachtung. Er war offensichtlich betrunken und hatte die gesamte Verfolgungsjagd in alkoholisiertem Zustand durchgeführt. Schließlich wurde Kegler ins Gefängnis von Crittenden County gebracht und mit zahlreichen Anklagen konfrontiert. Während der Verfolgungsjagd wurde Wrights Streifenwagen schwer beschädigt und außerdem ein Holzzaun zerstört. Am Abend bemerkte ein Polizeibeamter, der auf dem Sparksford Drive auf Streife war, einen silbernen Honda Accord, der mit 50 Meilen pro Stunde die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Meilen pro Stunde ignorierte. Was zunächst wie ein gewöhnlicher Geschwindigkeitsverstoß aussah, entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einer atemberaubenden Verfolgungsjagd. Das Fahrzeug ignorierte das Stoppschild an der Kreuzung Old Highway 124 und bog schnell nach links ab. Als die Blaulichter des Polizeiautos eingeschaltet wurden, war der verdächtige Fahrer bereits auf die Gegenfahrbahn gewechselt und begann, die vor ihm fahrenden Fahrzeuge gefährlich zu überholen. Je länger die Verfolgungsjagd dauerte, desto schneller wurde der Honda Accord. Der Verdächtige fuhr mit über 70 Meilen pro Stunde auf dem Old Highway 124, ignorierte ein weiteres Stoppschild und bog mit hoher Geschwindigkeit auf den State Highway 124 ab. Es war nun klar, dass der Fahrer nicht nur die anderen Verkehrsteilnehmer, sondern auch sein eigenes Leben missachtete. Als sie innerhalb weniger Sekunden die Stadtgrenze von Russellville erreichten, bog das Fahrzeug plötzlich vor dem Gegenverkehr ab und fuhr auf die Auffahrt zur Interstate 40 in östlicher Richtung. Von diesem Moment an stieg die Geschwindigkeit auf über 130 Meilen pro Stunde. Das Fahrzeug raste wie eine Rakete auf der I-40, nutzte den Seitenstreifen und schlängelte sich mit gefährlichen Manövern zwischen den anderen Fahrzeugen hindurch. Die Flucht führte weiter in Richtung Pottsville. Der Verdächtige, der die Ausfahrt 88 mit einer Geschwindigkeit von über 100 Meilen pro Stunde verließ, ignorierte das Stoppschild an der Kreuzung mit dem State Highway 363. What's your vehicle description on the Silver Honda Civic. He's crashed out. An der Kreuzung prallte er mit seinem Fahrzeug gegen den Bordstein und schleuderte es in die Luft. Der Honda Accord, der für einen Moment komplett vom Boden abhob, schwebte wie in einer Filmszene durch die Luft und landete dann auf einem Parkplatz, wo er wieder die Kontrolle übernahm.
Der Verdächtige lenkte sein Fahrzeug ohne zu bremsen in Richtung US Highway 64. Diese verrückte Fahrt dauerte jedoch nicht lange. Nachdem der Fahrer eine kurze Strecke auf dem US 64 zurückgelegt hatte, kam er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Als das Fahrzeug versuchte, wieder auf die Fahrbahn zurückzukehren, griff die Polizei ein. Der Beamte positionierte sein Fahrzeug auf der Fahrerseite des Honda Accord und führte ein riskantes, aber entschlossenes Manöver durch. Infolge dieses Manövers verlor der Verdächtige die Kontrolle über sein Fahrzeug vollständig und der Accord wurde mit hoher Geschwindigkeit von der Straße in einen tiefen Graben geschleudert. Nach dem Unfall blieb das Fahrzeug völlig bewegungsunfähig liegen. Der Fahrer wurde anhand seines Ausweises als Nathan Jose Aleman identifiziert. Aleman wurde ohne weiteren Widerstand festgenommen. Er wurde mit dem Krankenwagen zur ersten Untersuchung ins St. Mary's Medical Center gebracht und anschließend in die Pope County Haftanstalt überführt. Am ersten Tag des Jahres um 22:09 Uhr war Trooper David Blake, Beamter der Florida Highway Patrol in Lee County auf Routinepatrouille. Zu diesem Zeitpunkt fiel ihm auf der CR 884 an der Kreuzung Westgate Boulevard ein weißer Volvo SUV auf. Es sah aus wie ein ganz normales Fahrzeug. Doch plötzlich wechselte es die Spur und schoss durch den Verkehr. Das Fahrzeug beschleunigte wie ein Rennwagen, der seine Konkurrenten hinter sich lassen wollte. Trooper Blake schätzte die Geschwindigkeit des SUVs auf etwa 80 Meilen pro Stunde und bestätigte mit seinem Radar, dass es mit 78 Meilen pro Stunde fuhr. Die Höchstgeschwindigkeit auf dieser Straße betrug jedoch nur 45 Meilen. Diese Geschwindigkeit war nicht nur ein Verkehrsverstoß, sondern auch eine große Gefahr für die Sicherheit der Öffentlichkeit. Blake wollte das Fahrzeug sofort mit seinen Blaulichtern anhalten. Doch anstatt langsamer zu werden, gab der Fahrer, sobald er die blauen Lichter sah, noch mehr Gas. So verwandelte diese Verfolgungsjagd auf den Autobahnen Floridas in den ersten Minuten des Jahres die dunklen Straßen in ein Schlachtfeld. War es richtig, an diesem Tag, an dem die Menschen am glücklichsten sind, die Straßen und Autofahrer auf diese Weise zu gefährden?
Der Fahrer bremste häufig abrupt und brachte damit die Polizei, die ihm dicht auf den Fersen war, in Gefahr. Er hatte einen Grund dafür und würde ihn gleich in die Tat umsetzen können. Er würde abrupt bremsen, schnell von der Straße abkommen und seine Verfolger abschütteln. Ich glaube, diesmal hat er es geschafft. Der Fahrer versuchte, sich in den Seitenstraßen zu verstecken und hatte damit auch ein wenig Erfolg. Aber dank der Entschlossenheit der Polizei wurde er gefasst. Die Polizei griff im letzten Moment ein und rammte das Fahrzeug. Als der Fahrer erkannte, dass er nicht entkommen konnte, hielt er am Straßenrand an und der Polizist stieg aus seinem Fahrzeug aus und rannte auf ihn zu, um ihn festzunehmen. Um 22:23 Uhr bemerkte Trooper Jackson Shoemate, dass ein grauer Acura TL auf der Interstate 30 einen plötzlichen und gefährlichen Spurwechsel vollführte. Er überprüfte das Kennzeichen des Fahrzeugs und versuchte, den Fahrer mit Blaulicht und Sirene anzuhalten. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anweisungen der Polizei und fuhr über den Broadway in die Innenstadt. Adam 78 on a rock, 1098. 1045 field. X-ray 80 That's 72 hours. Adamington, our final stop will be off of Scott Street. Let's go. Only some given tags. X-ray 65677. EX 65677. Johnny Donald. Der Fahrer fuhr weiterhin langsam durch die Innenstadt. Die Polizei folgte ihm dicht auf den Fersen und blieb wachsam. Right now. Pull right here to the side. Right here. Right here. Right here. 824. 9 down. Stop the car. Stop the car. Stop it right here. Stop the car. Trotz der lautstarken Warnungen der Polizei und der Aufforderung, fahren Sie rechts ran, fuhr der Fahrer langsam weiter. Put it in park. No, put it in park now.
Hey, put it on park! South on Izzard from Broadway. Passing Chester. Up to Ringo. Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich ein gewöhnlicher Verkehrsverstoß zu einer tödlichen Verfolgungsjagd. Mit einer Geschwindigkeit von über 80 Meilen pro Stunde raste der Acura durch die Straßen der Stadt und gefährdete unter der Kontrolle seines Fahrers Michael Davenport sowohl sein eigenes Leben als auch das Leben unschuldiger Autofahrer. Schumate unternahm mehrere TVI-Versuche, doch das Fahrzeug konnte jedes Mal entkommen. Während der Verfolgungsjagd wurde eine weiße Tüte aus dem Fahrzeug geworfen. Bei der Untersuchung am Tatort wurden lediglich Marihuana-Reste gefunden. Die Verfolgungsjagd endete an der Kreuzung Roosevelt Road und S. Park Street. Trooper Schumate brachte den Acura mit einem erfolgreichen Manöver zum Anhalten. Davenport stieg aus dem Fahrzeug aus, legte sich auf den Boden, wehrte sich jedoch gegen die Festnahme. Die Trooper mussten Gewalt anwenden, um ihm die Arme nach hinten zu drehen und ihn mit Handschellen zu fesseln. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden Marihuana-Reste, eine leere Promethazin-Flasche und offene Alkoholflaschen gefunden. Michael Davenport wurde zunächst im Arkansas Heart Hospital einer Gesundheitsuntersuchung unterzogen und anschließend in das Pulaski County Jail gebracht. Gegen ihn wurde wegen Flucht vor der Bundespolizei, rücksichtslosem Fahren, Beweisvernichtung, Besitz von alkoholischen Getränken, Widerstand gegen die Festnahme und Fahren ohne Führerschein ermittelt.